Alrighty, und damit herzlich willkommen zu W57. Tag 6 ist vorbei. Wir werden uns die Players to Watch vor allen Dingen angucken. Kurzes Update zu meinem Char. Wir sind relativ smooth von 85 auf 100 gekommen. Und ja, ich habe mir die ganzen Dungeons hier zwar gespeichert. Ja, Drachen der Kälte war so ein Ding, wo ich nicht ganz wusste erst, ob er geht. Im Endeffekt, ja, hat man dann ein paar neue Items geholt, ein paar neue Steine. Ja, und dann war das gut machbar. Wir haben mit einem schönen Rage hier begonnen bei dem Fight. Das macht halt auch viel aus. Dann kamen noch ein paar schöne Crits dazu. Wenn auch einzelne Attacken, aber halt Crit. Und dann war es hinten raus noch sehr knapp. Nochmal mit einem schönen Rage zum Beispiel. Sah wirklich ganz hübsch aus. Ich könnte noch mehr Dungeons machen. Ja, aber ich wollte es jetzt nicht übers Knie brechen. Werde mir heute entspannt noch einen Tag vor dem Epic-Event das Klo gönnen. Und dann werden wir im Epic-Event vielleicht mal reingucken. Und ein paar Dungeons noch machen, aber relativ entspannt. Das Wichtigste ist, dass ich gut Gold farme, damit wir in der Gilde jetzt nach vorne kommen können in den Raids. Deshalb machen wir jetzt auch 2 Raids am Tag, weil natürlich der letzte Raid, ich sag mal so, ich habe ihn mir gespeichert, ne, glaube ich, oder? Ja. Ist bei Bill geendet. Und Bill ist derzeit bei uns in der Gilde. Also, da sind noch ein paar Spieler, die danach kommen. Also, da geht noch einiges an Raids, nicht zuletzt natürlich auch durch mich. Ja, das ist auf jeden Fall aber ziemlich nice, dass das Königreich hier fortschreitet. Und, ja, falls ihr euch wundert, oder falls ihr die rote Klunkerkette sucht, Rock Amulet of the Superior Mind. Das ist die erste im Sommeralbum. Bei dem Schmuck. Warte mal, sorry, hier ist das. Na, also die hier. Falls ihr die sucht, ja. Klunkerkette, glaube ich, heißt das auf Deutsch, ja. Ja. Ich habe sie bei mir im Inventar. Ich habe sie mir nämlich geplättert. Ich brauchte sie auch selber. Ist mir aufgefallen, aber ja, 150 Pilze habe ich ungefähr ausgegeben und einmal für das Gold spinnen müssen, damit aber der Melendez sein Sammelalbum voll hat. Das war nämlich das letzte Item, was er gesucht hat, und er hat selber auch geplättert, hatte kein Glück. Ja, na, also wenn ihr die braucht, schreibt mich ganz lieb und nett an im Spiel und vielleicht habt ihr die Chance, dass ich sie anziehe. Ja, vielleicht. Ich brauche aber auch bald mal mehr Gegenstände hier, also Slots, muss ich auch mal sagen. Dann jetzt kommen wir zu den Players to Watch. Und wir haben einen neuen Spieler dabei, der heißt Bai. Ja, Bai ist dabei. Nice. Den müsste ich eigentlich auch angreifen für die Items, aber der ist ein bisschen zu stark. Ja. Der spielt nämlich hier einen auch recht hohen Dämonen-Hunter. Und ja, im Moment Top 7, also er hat auf jeden Fall sehr großes Potenzial und kommt auch aus der Halle der Helden. Da haben wir ja schon ein paar Spieler bei uns in der Players to Watch drin. Eine Gilde, die, guck's mir doch nochmal an, aber vielleicht sogar Top 3 Potenzial hat. Sehr interessant, aber muss ich sagen, muss ich kritisieren in Gänsefüßchen. SSA könnte noch ein bisschen besser sein. Ich meine, ich glaube bei Melendez habe ich gesehen 75%. Das sind 15% theoretisch mehr. Also das macht halt langfristig schon ein bisschen was aus. Ja, muss man so sagen. Ansonsten ist der Chart top aufgestellt. Und ich weiß nicht, wo er sonst gespielt hat, gegebenenfalls in welchen Servern oder Gilden oder ob man ihn unter anderen Namen kennt, kann er gerne mal schreiben. So, Danny Aeon. Ja. Übrigens mit Golden Frame, ja, mit Goldrahmen. Das habe ich zuletzt gar nicht erwähnt. Hat jetzt endlich auch den Key bekommen mit 95, hat Dungeons gemacht. Ich glaube, mit dem Level 125 hat er die 90 Dungeons gecleart. Das heißt, er geht jetzt in die Schattenwelt, kann da halt den Wirbelsturm machen, könnte da auch langfristig noch Level und Gold farmen, wenn er das vorhat. Top 50 ist er drin mit dem Char, solide, gutes Game, Endless Story, maybe. Mit ihm ist es auch eine Endless Story, ja, dass er da oben mitspielt. Avalon. Achso, zuletzt war Danion, by the way, Moment. Zuletzt
war er der 95, glaube ich, gewesen vom Level. Irgendwas um die 95 rum, muss ich sagen. Ja. So. 96 sogar. SA ist 3% bei ihm gegangen, nice. Lavalon war 185, ist jetzt 216. Also er hat nochmal ordentlich gepusht. 71% SA, 6% nochmal mehr. Spielt damit einen Top-Draw auf dem Server auf jeden Fall. Es ist halt hier natürlich recht interessant, wie sich der Magier gegenüber dem Dämonenhunter und dem Berserker schlägt. Ja, also klar, der Berserker hat den Rage-Vorteil gegen den Magier, aber dafür macht der Magier doppelten Schaden. Also es gibt nur die eine Situation, wenn der Berserker halt nicht raged, gewinnt der Magier. Und der Dämonenjäger ist ja im Prinzip wie ein Kundschafter eigentlich im Nachteil gegen den Magier. Da kommt es halt natürlich darauf an, dass der Magier am besten crittet und viel Damage macht. Ja. Und das wird interessant sein, wenn Lavalon den durchzieht, wie er sich da behaupten kann. Natürlich muss man da auch auf die Skills gucken, aber klingt ganz nice. So, dann kommen wir mal zu Haze. Ja, Haze hat sich fürs Epic Event vorbereitet, würde ich mal sagen. Als Assassine von 48 jetzt auf 73. Auch nicht schlecht außerhalb des Events. Da hat er sicherlich auch ein paar Dungeon Trials gegeben und SA hat er auch 9% fortschreiten lassen. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und ja, schön. Schön am Ball bleiben. Also man müsste sich jetzt alle Assassinen angucken, aber man kommt da sicherlich in der Reihe der Assassinen vielleicht irgendwann in die Top 5, wenn man weiterspielt, ja. Das ist halt auch geil. Justin, auch bei der Halle der Helden. 41 war er zuletzt. 50 ist er jetzt. Also da ist der Push jetzt relativ gering. Er spielt ja aber auch Free-to-Play hauptsächlich. Hat zwar den Starterpakete geholt. Dann ab den Starterpaketen spielt er es dann Free-to-Play. Ja, ich sag mal, die Summe an Pilzen, die man da bekommt, die können sich andere Leute auch über Werbung erspielen in einem gewissen Zeitraum. Da wird jetzt im Epic Event ja wahrscheinlich nicht viel passieren bei ihm. SA hat er aber trotzdem 9% mehr. Da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen weiter spielen, aber das ist auf jeden Fall okay fürs Level. Und ja, werden wir sehen, wo die Reise hingeht bei ihm. Stranger, der war 45 zuletzt, ist jetzt 61 auf der Bananenplantage. Da scheint er also auch gute Früchte zu kriegen, gute Früchte zu essen. Er hat auch sogar eine Kette, die ich fürs Sammelalbum brauche. Ich gleich mal angreifen. Ach nee, kann ich nicht. Aber den Spiegel noch nicht fertig. Ja, halte dir bitte die Kette, ich brauche sie. Hier auch schön nochmal im SA fortgeschritten. Also der ist ja gut unterwegs. Ja, kommt jetzt bald an die Hexe an. Kann er sich extra Gold farmen und vielleicht durch das Epic Event dann auch relativ schnell in die Pets, wenn er da vielleicht ein bisschen blättern will. Er ist ja immer ein 300 Alu-Spieler. Von daher werden wir das sehen. Ja. So, Tobi mit seinem Projekt Schlecht hat 6 Level gemacht, von 19 auf 25. Es gilt halt einfach gar nicht. Er hat nichts drin und gewinnt anscheinend immer noch Quests. Das ist ein interessantes Projekt, ja. Ob es dann wirklich mal so ist, dass man fast gar keine Quest mehr gewinnt, ich weiß es halt nicht. Kann es nicht einschätzen. Universe, der hat von 217 auf 219 gemacht. Also da ging jetzt anscheinend nicht viel in den Dungeons. Ich weiß nicht, wo man da jetzt bei dem Level gerade möglicherweise hängt. Aber gut, er spielt ja auch das erste Mal Shakes and Fidget, ne? Kann das ja auch mal passieren. Er war bei Endless Story, ist jetzt bei Broken Dreams. Was heißt denn das? Müssen wir gleich nochmal gucken. Vorher gucken wir noch auf Waldemar. Waldemar spielt ja noch bis August. Hat aber, naja, ein Level gemacht. Und im SA ist er fortgeschritten um 0,3. Also ich glaube, bei ihm ist schon August, würde ich jetzt mal behaupten. Dagegen wohl nicht mehr viel bei ihm. Ich lasse ihn mal noch drin, ja, für die Statistik, aber vielleicht müssen wir das auch ändern. Also Broken Dreams. Aha. Broken Dreams scheint eine etwas, in Anführungsstrichen, schlechtere Gilde zu sein als Endless Story. Aber
Aber gut, Universe wird da seine Gründe haben. Vielleicht will er die Gilde auch pushen. So wie ich das so ein bisschen natürlich mache mit Königreich. Wobei er natürlich viel krasser pusht als ich mit seinem Level. Ansonsten sind aber, denke ich mal, also wir haben ja auf jeden Fall Dynamo Gießkanne dabei. Dann haben wir Endless Story dabei. Dann haben wir die Halle der Helden und Demoralize. Ja, da ist ja halt zum Beispiel auch Turo dabei. Top 4 Gilden, weil die meisten Spieler in der Ehrenhalle sind in diesen Gilden. Was ist mit Everlast? Ja, Everlast scheint im Schnitt auch besser zu sein als zum Beispiel Broken Dreams. Aber ob das jetzt dann schon noch Top 5 Gilde ist, lässt sich nur sehr schwer sagen. Prinzipiell sind die stärksten Gilden immer noch normalerweise jetzt bei Rang oder bei Ehrenhallenpunkten 100. Ja. Demoralize hat auch schon ein bisschen was gemacht hier. Haben wir alle Ehre? Achso, weil die wurden angegriffen wahrscheinlich und haben halt gewonnen. Maybe. Ist das der Grund dafür oder ist es jetzt im Trend auch Angriffe zu machen? Ich dachte eigentlich, das sei möglicherweise nicht im Trend, aber bei Endless Story ist es ähnlich. Ja, also das sind schon die stärksten Gilden auf jeden Fall. Also es wird sich noch rausstellen, anhand der Anzahl der Raids könnte man das dann mal grob überblicken. Aber da sind es jetzt derzeit noch zu wenig Raids, um das wirklich zu sehen. Ja, wenn ihr Bock habt, noch dabei zu sein und bei der Place to Watch W57, meldet euch per Kommentar bitte an. Wie gesagt, schreibt mir eine nette Nachricht, wenn ihr die Lunkerkette im SA haben wollt. Und dann würde ich erstmal sagen, war's das. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.